Es war ein ganz gewöhnlicher Morgen in Belo Horizonte. Der graue Himmel spiegelte das wider, was sich im kleinen Apartment von Carolina und Raphael abspielte. Sie waren seit 11 Jahren verheiratet, aber seit Monaten konnten sie sich kaum noch in die Augen sehen. Die Worte waren zu Schweigen geworden, das Schweigen zu einer Last. Und diese Last schien unerträglich. Carolina, die verweinte Augen hatte, trank schweigend ihren Kaffee. Raphael, schon im Anzug, band sich die Krawatte. Ohne ein Wort. Sie lebten zusammen, aber jeder in einer anderen Welt. Das Einzige, was sie noch verband, war Lukas, ihr 7-jähriger Sohn, und ein Schmerz, den keiner von beiden zu benennen wusste. »Ich werde die Scheidung einreichen«, flüsterte Carolina im Badezimmer, während sie in den Spiegel blickte. »Es geht nicht mehr. Wir zerstören uns gegenseitig.« Doch genau an diesem Morgen geschah etwas Unerwartetes. Während sie Lukas Schulbrot vorbereitete, fand Carolina einen zerknitterten Zettel ganz unten in seinem Rucksack. Er war in der Handschrift ihres Sohnes geschrieben. »Lieber Gott, bitte lass nicht zu, dass sich mein Papa und meine Mama trennen. Ich verspreche, dieses Jahr kein neues Videospiel zu wollen. Ich möchte nur, dass meine Familie wieder zusammen ist.« Carolina sank auf die Knie. Sie weinte, wie sie schon lange nicht mehr geweint hatte. Zum ersten Mal seit Monaten spürte sie, dass Gott da war. Im Schweigen, im Schmerz, in dem Zettel. »Gott, wenn du wirklich noch bei uns bist, zeig es mir, hilf mir, das zu retten.« Und genau in diesem Moment begann ihre Reise. Am selben Morgen auf dem Weg zur Arbeit ging Raphael ein Gedanke durch den Kopf, den er seit Tagen verdrängte. Was, wenn ich wirklich gehe? Die Vorstellung einer Scheidung verursachte ihm Schuldgefühle, aber auch Erleichterung. Er war müde. Vom Streit, von Enttäuschungen, von gebrochenen Versprechen. Aber vor allem hatte er Angst. Angst, versagt zu haben. Als Mann, Vater, Ehemann. Angst, nicht mehr geliebt zu werden. An einer roten Ampel nahm er sein Handy und öffnete einen alten Chat mit einem Freund aus Uni-Zeiten, Daniel. Dieser war Pastor und hatte ihn vor einigen Monaten zu einem Ehewochenende in der Kirche eingeladen. Raphael hatte damals abgelehnt. Aber heute spürte er etwas anderes. Er schrieb: »Daniel, gibt's da noch einen Platz bei dem Eheseminar? Ich brauche Hilfe, bevor alles zu spät ist.« Am Nachmittag, als er nach Hause kam, trat Raphael entschlossen ein. Er wusste nicht, wie Carolina reagieren würde, aber er musste es versuchen. »Carol, können wir kurz reden?« Sie sah ihn misstrauisch an, stand aber nicht auf. »Geht es um Lukas?« fragte sie kühl. »Nein, es geht um uns. Ich habe mit Daniel gesprochen. Seine Kirche veranstaltet dieses Wochenende ein Ehe-Retreat. Ich dachte, vielleicht könnten wir da hingehen. Zusammen.« Carolina sah ihn lange an. Der Vorschlag kam unerwartet. Aber er war auch eine Antwort. Eine Antwort auf das Gebet, das sie an diesem Morgen mit dem Zettel ihres Sohnes in der Hand geflüstert hatte. Sie atmete tief durch. »Okay, wir fahren.« Die Fahrt zum Retreat war still. Doch zum ersten Mal war es kein feindseliges Schweigen. Es war, als würden beide etwas hören, das sich nicht in Worte fassen ließ. Der Ort war schlicht, von Bäumen umgeben, mit einem kleinen See und Vogelgezwitscher. Doch das, was Carolina am meisten berührte, war der Frieden. Ein Frieden, den sie längst vergessen hatte. Die anderen Paare lachten, tranken Kaffee, plauderten. Carolina und Raphael blieben still, wie zwei Fremde. Aber alles änderte sich mit den ersten Worten des Pastors. »Wenn du heute hier bist und denkst, deine Ehe sei vorbei, dann liegt das nur daran, dass Gott mit seinem Werk noch nicht fertig ist.« In einer der ersten Übungen sollten sich die Ehepaare gegenseitig einen Brief schreiben. Ehrlich, ohne Unterbrechung, nur Gefühle. Raphael schrieb mit zitternder Hand: »Ich habe das Gefühl, versagt zu haben. Ich bin hart geworden, verschlossen, distanziert. Aber ich liebe dich noch. Ich wusste nur nicht mehr, wie ich es zeigen soll. Und vielleicht habe ich aus Stolz so getan, als ob es mir nichts ausmacht. Aber es tut weh. Es tut weh, unseren Sohn traurig zu sehen. Es tut weh, dich weinen zu sehen und so zu tun, als merke ich es nicht. Vergib mir.« Carolina weinte, während sie schrieb: »Ich habe so viel geschrien, weil ich Angst hatte. Angst, übersehen zu werden. Angst, dass du mich nicht mehr ansiehst. Angst, nur noch die Mutter von Lukas zu sein.
Ich war wütend, aber tief drin hatte ich einfach nur Sehnsucht nach uns. In dieser Nacht sahen sie sich zum ersten Mal seit langem in die Augen und weinten in den Armen des anderen. Die Vorträge gingen weiter und jeder schien wie für sie gemacht, als hätte Gott jeden Satz aus ihrem Schmerz herausgeschrieben. Der Pastor sprach über Vergebung, über den Stolz, der verletzt, über die Liebe, die nicht stirbt, sondern nur einschläft und wieder geweckt werden muss durch Taten. In der Ehe geht es nicht darum, Recht zu haben, sondern genug zu lieben, um neu anzufangen. Am Samstagabend, während einer Gebetsnacht am See, geschah etwas. Carolina kniete nieder und flüsterte: Gott, wenn es noch Hoffnung für uns gibt, bitte ich dich, heile uns, nicht wegen der Versprechen, die wir gemacht haben, sondern wegen der Liebe, von der ich weiß, dass sie noch da ist. Raphael, etwas entfernt, spürte plötzlich ein Brennen im Herzen. Er blickte zum Sternenhimmel und betete zum ersten Mal seit Jahren: Herr, ich weiß nicht mehr, wie man ein Ehemann ist, aber wenn du es mir beibringst, ich will lernen. Und in jener Nacht in der Stille des Feldes antwortete Gott, nicht mit Worten, sondern mit einem tiefen Frieden, der sie beide durchdrang. Als sie zurückkamen, war etwas anders. Kein Zauber, die Probleme waren noch da, aber nun war etwas Neues, der Wille zu lieben, zu versuchen, neu zu beginnen. Raphael kam früher nach Hause, brachte Blumen mit, einfach so, half bei den Hausaufgaben. Carolina lachte wieder über seine Witze, machte Musik beim Frühstück an, sah sich im Spiegel und erkannte sich wieder. Beide begannen regelmäßig gemeinsam in die Kirche zu gehen. Neue Freundschaften entstanden, sie traten einer Ehegruppe bei. Und sie erkannten, wenn Gott in eine Ehe eintritt, wird das Unmögliche zum Anfang. Am ersten Montag nach dem Retreat wachte Carolina vor dem Wecker auf. Sie bereitete das Frühstück in Ruhe vor. Toast, Rührei, Orangensaft, wie in den ersten Ehejahren. Raphael, der die Küche betrat, war überrascht vom Duft. Nicht, weil er ihn nicht mochte, sondern weil er ihn so lange nicht mehr gespürt hatte. »Guten Morgen«, sagte sie, diesmal mit einem echten Lächeln. Er antwortete im selben Ton, nicht mit auswendig gelernten Worten, sondern mit einem Blick, der sagte: »Danke, dass du noch da bist.« So begannen sie, die Liebe wieder aufzubauen. Mit einem Frühstück, das von Herzen kam. Mit einer Nachricht: »Bist du gut angekommen?« Am Ende des Tages. Mit Gute-Nacht-Küssen. Ganz ohne Erwartung. Wie jede echte Reise verlief auch dieser Weg nicht ohne Stolpern. 2 Wochen später kam es zu einem heftigen Streit wegen einer Kleinigkeit. Raphael hatte vergessen, Lukas von der Schule abzuholen. Carolina explodierte. »Schon wieder, Raphael, du versprichst und hältst es nicht.« Raphael wurde laut. »Es ist etwas dazwischen gekommen, Carol. Ich habe es nicht mit Absicht vergessen.« Das Schweigen danach war wie eine Mauer. Aber diesmal war etwas anders. Raphael atmete tief durch, entfernte sich für 5 Minuten und kam zurück. »Es tut mir leid. Ich habe einen Fehler gemacht. Du hast jedes Recht, sauer zu sein.« Carolina war sprachlos. Er hatte sich entschuldigt. So etwas hatte er früher nie getan. Sie erkannte, Gott verändert nicht nur das Verhalten. Er verändert das Herz. Im darauffolgenden Monat lud Pastor Daniel das Paar ein Zeugnis in der Kirche zu geben. Carolina zögerte, Raphael auch. Doch etwas in ihnen drängte sie, Ja zu sagen. An jenem Abend, mit zitternder Stimme und Mikrofon in der Hand, sagte Carolina: »Wir wollten uns trennen, wir waren zerbrochen, aber unser Sohn betete und Gott hörte zu. Er rettete nicht nur unsere Ehe, er rettete uns vor uns selbst.« Die Gemeinde weinte. Paare umarmten sich. Und dann geschah etwas noch Tieferes. Nach dem Gottesdienst kamen 6 Paare auf sie zu. Sie baten um Hilfe. Auch sie standen kurz davor aufzugeben. Gott hatte aus Schmerz Berufung gemacht. So entstand Renovo, eine kleine Unterstützungsgruppe für Ehepaare mit seelischen Wunden. Sie trafen sich jeden Freitagabend, mal in der Kirche, mal zu Hause. Es war nichts Förmliches. Echte Menschen mit echten Problemen, mit einem echten Gott. Sie hörten Geschichten, die noch schmerzhafter waren als ihre eigene. Untreue, Kälte, Trennung, Vergebung, Heilung. Und mit jeder Geschichte wuchs ihre eigene Liebe. Sie sahen in den Augen anderer das, was sie selbst durchlebt hatten.
und verstanden, was Gott in ihnen getan hatte, war nicht nur für sie. Während seine Eltern sich auf dem Weg der Heilung befanden, entwickelte Lukas eine besondere Gewohnheit. Jeden Abend schrieb er vor dem Schlafengehen Gebete in ein kleines Heft. Heute haben meine Eltern zusammen gelacht. Danke, lieber Gott. Heute haben sie sich gestritten, aber sich danach entschuldigt. Danke, dass du bei uns bist. Heute hat Mama mit mir gebetet. Es war schön. Eines Abends las Carolina das Heft heimlich und weinte bitterlich. Mein Gott, während wir fast aufgegeben hätten, hat dieser kleine Junge jeden Tag für uns gebetet. Raphael nahm sie in den Arm. Er hatte mehr Glauben als wir. Am 12. Hochzeitstag organisierte Raphael eine Überraschung. Ein Abendessen in dem Restaurant, in dem sie sich kennengelernt hatten. Doch das Bewegendste war nicht das Essen, sondern das, was er am Ende tat. Carol, ich weiß, dass ich dir am Altar versprochen habe, dich zu lieben, aber heute will ich es noch einmal tun. Mit mehr Reife, mit Narben, mit Glauben. Er holte einen kleinen Ring aus der Tasche. Schlicht, kein Luxus, aber mit dem Gewicht einer neuen Geschichte. Sie weinte, nahm ihn an und sagte, diesmal ist es nicht nur für immer wegen uns, sondern wegen dem, der uns gehalten hat, als wir gefallen sind. Einige Monate später wurde ihre Ehe auf die Probe gestellt. Eine Ex-Freundin von Raphael, mit der er vor der Ehe kurz zusammen war, tauchte auf, mit der Behauptung, er sei der Vater ihrer Tochter. Raphaels Welt brach zusammen. Carolina fühlte den alten Schmerz der Enttäuschung, auch wenn es von früher war. Aber sie lief nicht weg. Sie schrie nicht. Sie kniete sich mit ihm nieder. Und sie beteten. Der DNA-Test war eindeutig. Er war nicht der Vater. Aber das, was blieb, war noch tiefer. Und wenn sie es gewesen wäre? Fragte Raphael zögerlich. Dann hätte ich bei euch geblieben, sagte Carolina. Auch nach allem? Fragte er. Weil ich jetzt weiß, dass Liebe nicht aus Sicherheiten besteht, sondern aus Entscheidungen. Und ich habe mich entschieden, dich zu lieben. Mit Gott in unserer Mitte. Die Gruppe Renovo wuchs, wurde ein soziales Projekt. Erhielt Unterstützung von der Kirche, ehrenamtlichen Psychologen, sogar lokalen Sponsoren. Und das Paar, das einst fast aufgab, wurde Hoffnung für viele. Lukas, inzwischen 9 Jahre alt, sagte stolz, meine Eltern sind Missionare der Liebe. Und das waren sie wirklich. An einem scheinbar gewöhnlichen Sonntagnachmittag verspürte Carolina einen stechenden Schmerz in der Brust. Sie dachte, es sei Stress, Angst, Erschöpfung. Doch innerhalb weniger Minuten brach sie in der Küche zusammen, während sie das Mittagessen zubereitete. Raphael kam panisch hereingerannt. Lukas schrie völlig aufgelöst, Krankenwagen, Sirenen. Raphaels Herz raste wie nie zuvor. Im Krankenhaus dann die Nachricht, eine geplatzte Aneurysma. Sie musste sofort operiert werden. Raphael hielt ihre Hand, sie war bereits intubiert und weinte. Herr, ich habe versprochen, diese Frau zu lieben. Bitte, nimm sie mir jetzt nicht weg. Gib uns mehr Zeit. Wir haben doch gerade erst wieder neu angefangen. Die ganze Gemeinde betete, auch die Renovo-Gruppe. Es war, als würden hunderte Herzen mit einer Stimme flehen. Lukas kniete sich neben das Bett, mit seinem alten Gebetsheft in der Hand. Lieber Gott, bitte rette meine Mama. Ich weiß, du hast uns schon einmal geholfen. Bitte, tu es noch einmal. Die Operation dauerte 6 Stunden. Jede Minute fühlte sich wie eine Ewigkeit an. Dann kam der Arzt mit einem sanften Lächeln. Sie hat es überlebt. Es ist ein Wunder. Sie ist geschwächt, aber am Leben. Raphael fiel auf die Knie im Flur des Krankenhauses, nicht aus Schmerz, sondern aus Dankbarkeit. Danke, mein Gott. Danke. Die Genesung war langwierig. Carolina verbrachte Wochen in der Reha, lernte viele Bewegungen neu. Doch diesmal war nichts umsonst. Raphael wurde zum liebevollsten Pfleger, den man sich vorstellen kann. Bei jeder Dusche, die er ihr gab, bei jedem Teller, den er abwusch, bei jedem Haar, das er kämmte, heilte Gott ein weiteres Stück dessen, was einmal zerbrochen war. Lukas wurde immer einfühlsamer, verantwortungsvoller, reifer und sagte Sätze wie: Mama, ich weiß, dass du wieder laufen wirst, weil Gott nie etwas unvollendet lässt. Während der Genesung begann Carolina zu schreiben. Zuerst in ein Notizbuch, dann am Computer. Sie schrieb alles auf.
Ohne Schönmalerei, mit Wahrheit, mit Glauben. Sie nannte es, als wir aufgeben wollten, hielt Gott uns fest. Das Buch wurde unter Christen viral. Paare schrieben ihr, ihr habt unsere Ehe gerettet. Verlage meldeten sich. Carolina wurde eingeladen, auf Konferenzen zu sprechen. Und überall, wo sie sprach, sagte sie, wir sind keine Helden, wir haben nur beschlossen, Gottes Hand nicht loszulassen, als alles verloren schien. 2 Jahre nach dem Retreat ließ sich Raphael taufen. Nicht aus Pflichtgefühl, sondern weil er endlich begriff, was es heißt, im Glauben zu leben. Es war an einem sonnigen Sonntag, am selben See der Begegnung. Carolina hielt das Handtuch bereit, Lukas weinte vor Rührung und Raphael mit zittriger Stimme sagte, ich kam hierher als ein müder Mann und gehe als ein erneuerter Mann, durch einen Gott, der mich nie aufgegeben hat. Die Gemeinde stand auf und applaudierte. Aber im Himmel jubelten sicher auch die Engel. Das Paar reiste durchs Land und erzählte von ihrer Geschichte der Versöhnung. Sie gründeten einen YouTube-Kanal mit wahren Geschichten von Ehepaaren, die durch Gottes Eingreifen verändert wurden. Hunderttausende folgten ihnen. Und unter jedem Video stand immer derselbe Satz fixiert: Wenn du gerade dabei bist aufzugeben, halt noch ein bisschen durch. Gott ist noch nicht fertig mit deiner Geschichte. Die Aufrufe stiegen, aber das Wertvollste waren die Kommentare. Menschen schrieben, heute nach eurem Video habe ich meine Frau angerufen. Ich habe mich entschieden zu vergeben. Wir geben unserer Ehe noch eine Chance. Jahre später wurde Carolina eingeladen, auf einer Frauenkonferenz zu sprechen. Sie brachte einen ganz besonderen Gegenstand mit, das Gebetsheft ihres Sohnes. Dieses Heft hat meine Familie gerettet. Und es stammt nicht von mir. Es wurde von einem Kind geschrieben, das mehr geglaubt hat als wir Erwachsenen. Das ist Glaube. Am Ende ihrer Rede legte sie das Heft auf den Altar und sagte, wenn heute jemand anfangen will, sein eigenes Heft zu schreiben, nimm dieses hier als Inspiration, denn Gott hört auch die einfachsten Gebete. Heute haben Raphael und Carolina, wie jedes Ehepaar, immer noch ihre Herausforderungen, aber jetzt wissen sie, dass sie nicht allein sind. Lukas bereitet sich darauf vor, Theologie zu studieren. Er will Familien helfen, so wie seine eigene einmal Hilfe brauchte. Das Projekt im Renovo ist inzwischen eine NGO und die Liebe, jene Liebe, die einmal fast gestorben wäre, blüht stärker denn je. Denn wenn Gott eingreift, ist selbst das Ende ein neuer Anfang. Hast du auch schon einmal daran gedacht, jemanden aufzugeben, den du liebst? Und wenn Gott noch Pläne für euch hat, schreib uns in die Kommentare und sag uns, aus welcher Stadt du zuschaust. Deine Geschichte könnte jemandem Hoffnung schenken. Vielen Dank fürs Zuschauen.